Willkommen zurück zu Coast Guard. Wir wollen hier mal erkunden, was sich denn hier im Keller befindet. You won't believe it, but the lights are still on in this thing. What? The motor still seems to be running. The lights are on. So there are still people on board? That would explain why the ship is leaking oil. I'm going to search through the different rooms. Okay, let me know. Gut. MSC, this is OSC Asdair. I'm below deck and have found a running motor. I thought the ship was abandoned. Maybe someone else found the ship adrift and got it running again. And just now fled? Maybe. Fixing the oil leak is the priority for now. Could that be connected to the running motor? Probably. You should try and switch it off and shut the ship down that way. Easier said than done. I don't see any way of shutting it off here. Also wir sind hier wieder auf dem Schiff, wo wir ursprünglich, wo das Spiel sozusagen gestartet ist. Ja, und wir müssen jetzt die Diesel-Engine ausschalten, weil möglicherweise dadurch halt das Öl-Leakage entsteht. What the? Was haben wir hier? Coleman. Das Schiff, das spinnt. Yeah, I heard it too. What's going on here, Finn? There's nobody here. Who's operating the horn? Guys, hold on to your seats. We found your ghost ship. It's the wreck of the Maru, a Thai fishing vessel. It was torn loose and swept out of the Laem Chabang harbor by a typhoon back in 2007. It's been drifting unmanned on the open seas ever since. The entire crew is said to have been killed in that enormous storm. The ship has been spotted time and again on the world's oceans. It appears and then disappears almost immediately after it has been discovered. No one has ever managed to bring the ship back ashore. Superstitious sailors believe that the crew is still alive on the ship and that they're being held captive by a greedy pirate who has them living below deck like slaves. Hostages on their own boat, they're forced to sail the Maru across the world's oceans under his command, knowing that they'll never see the upper deck or even dry land again. I suggest we put an end to that fairy tale today. Let's tow this thing back to shore, Finn. Should I ask the registered owner if he'd like to have the ship salvaged? Does that sound like a plan? Sounds good. MSC, let us know if and when you hear anything back from the owner. Okay. Just a couple of beer bottles here. Not even past the expiration date yet. So someone was having a party down there recently. Also, wir haben hier offenbar ein Schiff, das irgendwie verschollen ist, aber irgendwie noch im Betrieb ist, also irgendwie wieder auftaucht. Wir werden jetzt versuchen zu klären, ob wir das Schiff irgendwie wieder weg- und abschleppen sollen oder ob der ursprüngliche Inhaber es wieder haben will. Aber irgendwas Mysteriöses geht hier trotzdem vor. Und außerdem, und das ist das Schlimmere, das Schiff verliert Öl. Und als Seenot- oder Küstenwache müssen wir natürlich schauen. MSC, we found some old newspapers here. They're dated. Last month. So someone really was on board. Maybe just a dumb prank by some curious wannabe adventurers? I don't know. So, wir kriegen diesen Hebel nicht bewegt von dem Diesel. Aber ich habe ja eine Idee. Und zwar könnten wir vielleicht versuchen, den Wurfhaken an die Winde. Geht nicht, okay. Vielleicht mit dem Rohr die Winde verlängern. Geht auch nicht. Mit dem Rohr die Winde verlängern geht auch nicht. Mit dem Hammer den Hebel bearbeiten. What a strange ship. Radio me if you need help. Da war aber noch, also bis jetzt mussten wir ja alles irgendwie untersuchen. Und da hinten war ja noch ein Stück Rohr. Vielleicht, wo war das jetzt? Rechts oder links? Ich glaube links, ne? Vielleicht kriegen wir ja das Rohrstück auch noch ab irgendwie. Oder müssen das eine da dran setzen, das zu reparieren vielleicht. Also es gibt die zwei Optionen, ne? Fest oder ab. Nee, das geht nicht. Ah! So. Vielleicht müssen wir die Leitung reparieren. Da können wir vielleicht das hier so wieder gerade kloppen. Nee, macht keinen Sinn, sagt er.
Können wir damit die Leitung reparieren? Nein. Aber vielleicht ist der Hebel ja jetzt... Vielleicht war das das Rätsel. Dass der Hebel jetzt lang genug ist für die Seilwinde. Und dann können wir vielleicht mit der Seilwinde... Also meine Idee ist, mit der Seilwinde den Hebel da irgendwie umzuziehen. Moment, so. Das hat funktioniert. So, jetzt müssen wir den... Vielleicht können wir jetzt einen Wurfhaken dran machen. Nee. Komisch. Ah, der muss sehr genau auf die Rolle gezogen werden. Liebe Entwickler, sowas bitte entweder mit größeren Flächen oder... So, und jetzt können wir den vielleicht oben an den Hebel anschließen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie mache ich denn das dann? So, hallo, hier? So. Ja, jetzt habe ich den hier mit so einem... Habe ich den an den Hebel mit angeschlossen. Wenn ich jetzt die Seilwinde drehe... What happened, Finn? Ha! I disconnected the oil pump. Can you see the leak, Coleman? Wait a second. Yep, I can see it. There doesn't seem to be any more oil leakage. That just leaves us with the question whether there's really anybody on board. Ja, hier in eurem Adventure-Kanal und Simulator-Kanal Nummer 1 haben wir jetzt ein Spiel, was halt beides kann, Adventure und Simulation. Und bis jetzt ist es eine richtig spannende Story, muss ich sagen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das alles hinführen wird. Immerhin habe ich mich ja in meiner Erinnerung hier gefunden und weiß schon mal, dass wir hier enden werden, sozusagen. So, was müssen wir jetzt noch machen? Ist mir gerade nicht ganz klar. Also wir haben das Öl-Leakage haben wir jetzt behoben, aber wir haben ja unten noch einen Raum. Da steht eine Kiste im Weg. Angeblich, möglicherweise ist hier angeblich noch irgendjemand. Vielleicht müssen wir noch irgendwas finden, was ich noch nicht gefunden habe. Wir haben also hier... Zumindest haben wir schon mal die Katastrophe behoben, dass das Öl ausläuft. Hier könnte man ja vielleicht durchkrabbeln, aber hier ist irgendwie... Ich komme hier nicht... Ich kann nicht springen, das heißt, ich komme hier nicht hochgesprungen. Oder kann ich irgendwie... Nein, kann ich irgendwie springen? Nicht angezeigt. Ja, gut. Im Moment wüsste ich jetzt nicht. Wir fragen einfach mal oben. Coleman, I'm not getting any further here. The oil leak is fixed. That's the most important thing for now. What else is there to do? Sag ich doch. Come over here and we can talk it over. Okay, ich soll zu ihm hochkommen, dann reden wir mit ihm. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist das der Typ, der hier mit auf dem Schiff steht? Oh, Licht, Tageslicht. Oh. Hello? So. Ah, jetzt können wir hier fragen hier. Was denkst du zu den Bierflaschen? What do you think about the beer bottles? What about them? Somebody sees the ship drifting along, thinks it would be unbelievably cool to be on a ghost ship, and has a little party. It always annoys me how these people never seem to be able to clean up after themselves. Well, there's not much to clean up here anyway. Zeitungsschnipsel? I found some newspaper clippings. They were from last month. So somebody must have been on this ship since then. The ship itself is a lot older, though, as is the majority of the cargo. So it's been unmanned and drifting on the open seas for years, and is then paid a visit? Maybe. So, Motor haben wir ausgeschaltet. I cut off the engine.
That should hopefully fix the oil problem for now. We should tow the Maru wreck back to the shore and have it examined. That's sure to get us a headline. All right, but first, we need to make sure that there really isn't anybody left here. This whole thing just feels strange to me. Wir sollen uns sicherstellen, dass niemand hier ist. What do you make of this whole ghost ship story? Years spent drifting at sea, running motor, lights on, a horn that goes off by itself. There's something fishy about the whole thing. Don't Fishy, be silly. verstehst du? There's bound to be a logical explanation for this mysterious find. Ich bestätige mir, dass da keiner ist. There's nobody here. There wasn't anything out of the ordinary up here either. Okay, then let's wrap it up. Let's get the Luke Fox back to the Defoe. So, das heißt, wir gehen wieder, wie gesetzt, man jetzt wieder zurück hier. MSC, the wreck of the Maru has been drifting abandoned on the open sea. We were able to stop the oil leakage for now. Any news from the owner? Daniel Defoe, this is MSC. There is. The owner would like to have his ship brought back to harbor. Aha. We're sending out some tugboats immediately to take on the wreck of the Maru. Good. We'll head back to the Defoe. I'm glad you're on your way back, Finn. I was getting worried. Alter, was für einen Wendekreis wir hier haben. Ah, und ich sehe gerade hier der Upload von dem zweiten Teil. Der ist irgendwie abgebrochen. Den muss ich gleich nochmal neu starten. Deswegen kommt das Video nicht um 16 Uhr am Release-Tag. Also das zweite nicht um 16 Uhr, sondern ein paar Sekunden später. Das bitte ich zu entschuldigen und werde das sofort beheben. So, jetzt muss ich hier nur erstmal wieder... Ich möchte es vernünftig machen hier. Hallo. Och, Menno. Ich bin doch keine Frau. Entschuldigung. Wenn ihr Spielbonus erwerben wollt, Link ist in der Beschreibung. Und ihr spart derzeit bei unserem Partner Games Planet 20% zum Release. Wenn ihr das Video natürlich später entdeckt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr in den Genuss dieser Vorzüge kommen. Aber grundsätzlich bieten wir eigentlich immer in Zusammenarbeit mit unserem Partner Games Planet da Sonderkonditionen an, wenn so ein Spiel rauskommt. Gerade auch jetzt Simulator Week war jetzt wieder. Wenn ihr mir da auf Facebook folgt, dann haue ich schon mal so Angebote raus wie 70% günstigere Simulatoren. Daniel Defoe, this is MSC. Daniel Defoe, this is MSC. Over. Defoe, what's going on, Jessica? A sailing yacht southwest of Cape William hit a buoy and is beginning to list. The buoy is damaged, and the yacht may be taking on water. Roger. We're already on our way. No rest for the wicked today. Let's go. Ja, so kriegen wir keine Ruhe. Der nächste Einsatz wird also sein, ein Segelschiff zu retten, was auf eine Boje aufgelaufen ist. Da sehen wir uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt, wir spielen Coast Guard. Würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt so von dem Spiel haltet. Wie findet ihr das mit dem Adventure-Modus und Simulation miteinander gepaart? Und ja, da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu schreiben wollt. Was ihr dazu schreibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.